Hallo, hier hinten. Servus. Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Leute, ihr seht hier eine Menge Pakete auf dem Tisch stehen. Was ist das? Das ist der neue S1 von Xtool. Ihr habt es euch gewünscht. Ich schaue ihn mir an, also bleibt's dran. Cool, das reimt sich. Boah, endlich alles ausgepackt. Absoluter Wahnsinn. Jetzt habe ich euch aber noch gar nicht so richtig begrüßt. Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens. Und ihr da draußen, genau ihr da draußen, ihr habt mir so viele E-Mails und Kommentare geschrieben. Jens, teste doch bitte den neuen S1 von Xtool. Ich habe ihn mir besorgt. Es hat zwar ein bisschen länger gedauert, aber was lange währt, wird endlich gut. Und wir schauen jetzt uns heute mal diesen Laser, den neuen S1, einfach mal genauer an. Was kann er und vor allem, was für Features hat er und kann ich ihn euch empfehlen? Ich habe hier das komplette Bundle auf dem Tisch stehen und wir schauen uns jetzt das einzeln ein bisschen an. Ich denke mal, es wird ein bisschen längeres Video, aber deshalb rede ich nicht so viel drum herum. Kommt's mal her, wir schauen erstmal, was dort mitgeliefert wird. Was wird alles mitgeliefert? Ihr habt sie schon mal hier einen Abluftschlauch, könnt ihr hinten dran schrauben, um das Ganze nach draußen zu befördern oder in einen Luftfilter. Wir haben eine Toolbox dabei, wir haben hier noch Material dabei, ganz viel Testmaterial zum Testen. Ich weiß jetzt nicht, was in der Tube ist, vielleicht Leim, keine Ahnung. Und Netzteil, Schnittunterlagen und eine sehr gute Bedienungsanleitung, wo wirklich alles erklärt wird. Deshalb gehe ich nicht mehr auf alles komplett ein. Ihr seht ja hier das 40 Watt Modul, da gibt es aber auch ein 20 Watt Modul. Ja, das ist nämlich der Vorteil, wir können nämlich zwischen 20 und 40 Watt einfach das Modul hier tauschen. Gibt es als Zubehör zum Kaufen. Dieses Bundle ist das 40 Watt Bundle, gibt es auch 20 Watt Bundle. Und es gibt dann auch noch einen Zubehör-Laser, das ist ein 2 Watt Infrarotlaser, womit wir Metall und Plastik gravieren können. Das können wir natürlich auch noch mal probieren. Kommen wir mal auf diese Seite und zwar seht ihr hier das Erhöhungsgehäuse. Dieses Erhöhungsgehäuse stellt man unter diesen S1, um den S1 zu erhöhen. Wozu brauche ich das? Ganz einfach, wenn ich zum Beispiel runde Sachen mit dem Rotari gravieren will, dann brauche ich dieses Erhöhungsgehäuse hier, damit ich diesen Laser erhöhen kann. Oder wenn ich einfach höhere Sachen lasern will, brauche ich ebenso dieses Erhöhungsgehäuse. Ihr seht jetzt hier in der Mitte noch einen Air Assist. Diesen Air Assist, der ist richtig cool wackelig. Ha! Damit die Vibrationen nicht übertragen werden. Das ist ein Automatik-Air Assist, den ich dann hinten am S1 einfach anschließen kann und der sich angeblich den Graviergegebenheiten automatisch anpassen soll. Natürlich gibt es auch noch ein Wabengitter dazu. Dieses Wabengitter, das passt hier in dieses Erhöhungsgehäuse mit rein. Das werden wir uns aber einfach nochmal später alles nochmal genauer ein bisschen anschauen, wie das Ganze funktioniert. Das sind jetzt erstmal die groben Sachen vom S1. Ich werde das Ganze jetzt mal zusammenbauen und dann schauen wir uns den S1 nochmal genauer an. Aufgebaut habe ich ihn schon und ganz ehrlich Leute, das muss ich euch nicht zeigen. Das ist so detailliert in der Beschreibung erklärt, das schafft absolut wirklich jeder, auch in Deutsch. Ihr seht den S1 jetzt schon angebaut an das Erhöhungsgehäuse. Das wird mit ein paar Schräubchen hier festgeschraubt und das Erhöhungsgehäuse geht ab hier unten, geht dann praktisch der Laser los und das untere ist dann das Erhöhungsgehäuse. Ohne Erhöhungsgehäuse haben wir eine Laserhöhe von 42 mm und mit Erhöhungsgehäuse haben wir eine Laserhöhe, was wir reinlegen können, von 125 mm. Die Laserfläche unterscheidet sich vom 20 Watt zum 40 Watt Modul, denn das 20 Watt Modul hat eine Laserfläche von 498 x 330 und das 40 Watt Modul, was ich jetzt hier drin verbaut habe, hat eine Fläche von 498 auf 319 mm. Aber ich denke mal, wir schauen jetzt mal ins Innere des Lasers und ich erkläre euch auch noch einiges, was er für Features hat und vor allem für Sicherheitsfeatures.
Ihr seht jetzt hier gleich mal eine Haube, die man öffnen kann, und diese Haube ist ja grün. Das heißt, diese Haube soll die Laserstrahlen rausfiltern und man muss keine Laserschutzbrille benutzen. Aber ich sage jetzt einmal noch dazu, ich benutze trotzdem eine, obwohl Xtool sagt, man muss das nicht mit diesem Gehäuse. Ihr seht jetzt gleich mal hier das Honeycomb hier drin. Das kann man auch in der Höhe verstellen, beziehungsweise 2 Positionen, damit man verschiedene Sachen lasern kann. Also das heißt, von unten kann man es nach oben setzen und das Ganze dann rüberschieben und schon hat man eine höhere Fläche oder beziehungsweise kann man niedriger lasern. Ihr seht natürlich jetzt auch hier eine Beleuchtung. Auf der Seite ist eine Beleuchtung, hier ist eine Beleuchtung. Das gefällt mir ganz gut. Wir können hier eine Geschwindigkeit fahren von 600 mm pro Sekunde oder 36 mm pro Minute. Das ist natürlich auch eine enorme Geschwindigkeit und die können wir nur erreichen durch dieses Führungssystem hier auf Stangen. Das ist dann so eine Art Linearführung auf beiden Seiten und deshalb kann man eine höhere Geschwindigkeit fahren. Jetzt kommt bestimmt öfters die Frage, welches Lasermodul soll ich mir kaufen? Und zwar ist es jetzt ganz wichtig, das Lasermodul mit 40 Watt hat eine Laserpunktgröße von 0,08 mal 0,10. Dieses heißt, das ist eigentlich eher besser zum Schneiden gedacht, dieses Modul. Und wenn man dann mehr aufs Gravieren geht oder auf feinere Gravur geht, muss man auf das 20 Watt Modul gehen, denn das hat nämlich einen Laserpunkt von 0,06 mal 0,08. Diese 4 Boppel da hinten, beziehungsweise 5 Boppel, das sind 4 Sensoren auf jeder Seite verbaut und noch eine am Lasermodul. Das sind Flammensensoren, IR-Flammensensoren, die dann eine Meldung geben, falls es anfangen sollte zu brennen. Der S1 besitzt einen Autofokus, den könnt ihr an der Seite erkennen, dieses Stiftchen, was dann runterfällt und das ganze Messstiftchen ist praktisch. Das ist aber nicht nur ein Autofokus, sondern es ist ein dynamischer Fokus, womit wir gewölbte Oberflächen bzw. so ein bisschen 3D gravieren können. Da kommen wir aber später einfach noch mal zu sprechen. Ihr seht jetzt dieses Laserkreuz hier, das ist natürlich zum Ausrichten der Werkstücke, denn der S1 besitzt keine Cam, dafür aber eine 2-Punkt-Positionierung, die wir dann in der Software einfach einstellen können, aber da kommen wir auch noch mal zum Sprechen, wenn wir uns die Software anschauen. Ebenso ausgestattet ist der S1 mit Closed-Loop-Motoren. Das sind Motoren, die die Position des Lasers an die Software übermitteln. Das heißt, wenn ich das Ganze per Hand hier rumschiebe, links, rechts, hoch, runter, dann zeigt es mir die Software an, wo genau der Laser steht. Kurz zur Rückseite, an der Seite seht ihr hier noch einen Notaustaster, drücken sofort der Laser aus. Jetzt seht ihr da unten noch einen USB-Stick, der da drin steckt. Dieser USB-Stick sind 2 mitgeliefert, das sind eine Art Schlüssel. Ohne diesen Stick funktioniert der Laser nicht. Also das heißt, vor Betrieb, ihr müsst diesen Stick hier einstecken. Hier wird noch der smarte Air Assist angesteckt, der Stromanschluss und hier natürlich die Luftzufuhr für den Laser im Innenbereich. Da unten könnt ihr noch ein CO2-Löschsystem, das man optional kaufen kann, auch noch anstecken. Das heißt, wenn was sein sollte, wird automatisch mit CO2 gelöscht. Ebenso auf der Rückseite der Abluftschlauch, den müsst ihr natürlich zum Fenster rausführen. Da ist ja ein Abluftventilator verbaut, der das Innere absaugen soll. Bin ich mal gespannt, wie gut das funktioniert. Aber im Kombi mit einem, wenn man das nicht zum Fenster raushängen kann, ist es ein Kombi mit einem Abluftfilter echt gut. Da habe ich ja von Xtool auch schon diesen Abluftfilter getestet, der echt richtig mega absaugt und richtig gut filtert. Jetzt habe ich mich mal super beeilt, damit wir noch richtig viel in den Film reinpacken können. Wahnsinn. Also der erste Eindruck ist echt top. Da kann ich mich jetzt noch gar nicht beschweren darüber. Aber wir wollen uns natürlich jetzt auch mal die Software anschauen. Creative Space, da wollen wir mal reingehen. Ich erkläre euch ein bisschen was, wie das mit dem Autofokus funktioniert und die 2-Punkt-Positionierung und so weiter und so fort. Schauen wir einfach mal dort rein. Apropos Software, dieser S1 soll auch mit Lightburn funktionieren. Darauf werde ich heute nicht eingehen, aber ich glaube, in Lightburn ist es dann so eher die bisschen abgespeckte Variante, wo nicht alle Funktionen zur Verfügung stehen vom S1. Also ab in die Software und schauen wir mal rein. Ich habe Creative Space natürlich installiert und das Ganze miteinander verbunden. Der S1 ist ganz einfach zum Verbinden, einfach anstecken. Die Software kennt das automatisch, müsst ihr nicht viel machen, indem ihr da könnt ihr noch da auf den Button gehen und könnt dann ein paar Einstellungen vornehmen. Nur zur Info, ich habe jetzt gerade das 2 Watt Modul drin, also nicht wundern. Natürlich kommt nachher das 40 Watt Modul wieder rein, aber die 2 Watt werden wir natürlich auch testen. Ich wollte bloß schauen, ob es funktioniert, dass die Software das automatisch erkennt. Gut,
aber das ist egal. Das ist das gleiche wie beim 40 Watt. Links oben könnt ihr auch noch Einstellungen vornehmen, aber da schaut ihr bitte selber noch mal ein bisschen drauf. Die Software ist super, super einfach. Sie ist nicht so umfangreich wie Lightburn. Lightburn ist ein mächtiges Modul, aber mit dieser kann man auch ganz gut arbeiten. Man muss sich auch ein ganz kleines wenig einarbeiten, aber es ist super, super einfach, damit zu arbeiten. Wenn wir jetzt das Honeycomb drin haben oder auf der normalen Fläche lasern wollen, dann müsst ihr Laser flach eben eingeben oder hier anklicken. Wenn ihr einen Rotari habt, natürlich einen Rotari und den Kurvenverlauf. Das Förderband geht leider nicht, das kann ich euch aber später nochmal erklären, warum nicht. Das habe ich nämlich vergessen zu erklären. Gut, Kurvenverlauf nein, also Laser flach. Mit diesem Thema fangen wir einfach mal an und jetzt wollen wir mal diesen automatischen Autofokus benutzen und ich zeige euch, wie das geht. Ihr seht jetzt hier das Laserkreuz auf diesen, ich habe jetzt mal irgendwas reingelegt, einfach mal diese Schieferplatte hier. Und wenn ihr jetzt das Laserkreuz mit der Hand einfach dorthin fahrt, wo ihr wollt, dann könnt ihr hier Abstand messen. Das ist dieser automatische Autofokus, das heißt, wir klicken da jetzt mal drauf. Dann fährt der Laser diesen Abstandsmesser nach unten, wird sich dann nach unten bewegen, wird das Ganze messen. Und jetzt seht ihr dann, dass er in die rechte obere Ecke fährt und sich diesen Messschieber wieder, ja, ich sage jetzt mal, einschiebt. Und schon ist der Fokus richtig eingestellt. Wir können jetzt mal ganz schnell ein Bild einziehen oder ein normales Bild, das wir jetzt nochmal vektorisieren werden. Das heißt, ihr seht es hier, das Gipfelholz, aber das ist ja natürlich jetzt nur ein Bild. Ein PNG war das jetzt, aber wenn wir das Ganze jetzt tracen wollen in eine Vektordatei, dann müssen wir das Ganze tracen und können dann einfach speichern gehen. Und jetzt macht er Linien. Also das heißt, er macht jetzt da richtig schöne Vektorgrafiken draus. Das hintere Bild können wir löschen. Es ist wirklich total einfach, das Ganze dann hinzubekommen. Die Liniengravur wollen wir ja nicht machen. Das heißt, wir müssen hier umstellen auf die Flächengravur und können dann hier die Leistung und die Geschwindigkeit einstellen. Also Leistung zum Beispiel 50% und die Geschwindigkeit, egal, einfach mal mit 600. Das ist die Maximalgeschwindigkeit, was er kann. Und hier können wir noch die Linien per Zentimeter einstellen. Das ist wie bei Lightburn im Endeffekt die, wie wird es in Lightburn genannt? DPI, glaube ich, wird es dort genannt. Das ist dann genauso hier Linien per Zentimeter. Also umso höher ihr geht, umso länger braucht zwar der Laser, aber umso genauer wird es. Und wir können hier bis 300 Linien per Zentimeter einstellen. Jetzt haben wir ja die Grafik da. Wenn wir die mal anklicken, können wir sie einfach groß und klein ziehen, wie wir sie wollen. Und jetzt, ihr wisst ja, der S1 hat ja keine Kamera. Das heißt, ohne Kamera, wie will ich das Ganze positionieren? Das geht aber hier super, super, super einfach. Und zwar schiebt man jetzt erstmal das Ganze nochmal kurz weg. Und zwar können wir jetzt nochmal auf die Oberfläche klicken. Ihr seht ja das Laserkreuz. Das ist ja da, wo ich den Laser hinschiebe, dann ist auch dieses Laserkreuz hier. Das heißt, wir gehen jetzt auf Markierung starten. Jetzt seht ihr hier ein kleines Fenster, was sich öffnet. Jetzt muss ich dann zum Laser gehen. Und diesen, ja, ich sage jetzt mal, per Hand kann ich einfach diesen Laser jetzt verschieben. Die Software merkt das Ganze, wo ich bin. Ich kann jetzt genau in diese Ecke hier oben reingehen. Ihr seht ja, wie das Laserkreuz hier angebracht ist. Und dann drücke ich einmal auf den Knopf. Es wird bestätigt. Dann kann ich den Laser in die rechte untere Ecke schieben. Genau dahin, wo ich es haben will. Und drücke nochmal den Knopf. Dann kann ich das Ganze hier in der Software bestätigen und jetzt öffnet sich ein, ja, ich sage jetzt mal, diesen Bereich habt ihr markiert und jetzt sehe ich ganz genau, wie groß kann ich mein Teil hier reinziehen, mein Logo. Also ich müsste das Logo hier ein bisschen kleiner machen, um das Ganze hier reinzubekommen. Das heißt, einfach hinziehen, wie ihr das Ganze wollt. Und dann habt ihr das Ganze schon ausgerichtet. Also das ist jetzt die Schieferplatte, die ihr hier habt. Und dann müsst ihr jetzt eigentlich nicht mehr machen, als ja, die restlichen Einstellungen vorzunehmen. Haben wir ja gerade gemacht. Dann gehen wir auf Bearbeiten. Ihr könnt nochmal den Rahmen abfahren. Da kontrolliert ihr einfach nochmal, wo der Laser automatisch lasern würde. Geht es auf Bearbeiten und wir können dann den Auftrag im Endeffekt starten. Bitte das Gehäuse vorher schließen. Sonst wird er eine Fehlermeldung bringen. Machen wir gleich nochmal. Das heißt,
Ihr seht es gerade, der Deckel ist nicht geschlossen. Das ist eine Sicherheitsvorkehrung. Und ich muss das Ganze bestätigen, muss den Deckel schließen und kann dann einfach nochmal auf OK drücken und der Laser schießt richtig los. Ich wollte noch kurz was zur Erhöhung sagen. Außerhalb der EU schaut nämlich die Erhöhung anders aus. Dort gibt es Klappen, die man aufklappen kann, um lange Sachen durchzuschieben, um zu lasern, oder auch die Förderbanderweiterung kann man dort auch anbauen. Wir sind in Europa, dort ist es verboten. Es könnte ja was passieren. Laut Xtool ist dieser Laser ja Laserklasse 1 und deshalb ist es hier nicht erlaubt, diese Erweiterung oder beziehungsweise diese Klappen an dem Erhöhungsgehäuse. Apropos Sicherheit ist mir auch noch was ganz wichtig. Leute, ein Laser ist kein Spielzeug. Da gibt es ein paar Punkte, die ihr einfach beachten müsst. Erster Punkt ist wirklich Absaugung. Das ist ein geschlossenes Gehäuse, ist alles gut. Er hat auch verdammt viele Sicherheitsfeatures. Alles gut, passt alles. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Aber diese Absaugung leitet die schlechte Luft einfach nach draußen. Fenster auf und raus damit. Oder ihr holt euch so einen Filter, den habe ich ja jetzt schon getestet und dieser Filter ist sowas von top, muss ich sagen. Also warte mal, ich hole jetzt mal die Matte, die ich getauscht habe. Das ist die erste Matte, die ich drin hatte, also nur oben hier, der Vorfilter im Endeffekt, der Grobfilter. Und schaut mal, was da alles drin ist. Das war mal komplett weiß. Und ihr seht, was ihr da einatmen würdet. Also Absaugung oder nach draußen. Kann ich euch auch nochmal verlinken. Ich bin top zufrieden, weil der saugt wie ein Weltmeister. Zweiter Punkt. Lasst den Laser bitte nie beaunaufsichtigt. Lasst den Laser nicht allein lasern, denn es kann trotzdem was passieren. Das heißt, einfach nicht loslegen und dann einfach mal ein Stündchen weggehen. Nee, bleibt immer dabei. Ihr müsst eingreifen können und das ist schon mal das Wichtigste. Ich habe da so viele schlechte Sachen schon gesehen. Wahnsinn, was da passieren kann alles. Boah, das wird wieder ein mega langes Video, sorry dafür. Aber es gibt so viel zu sagen. Also Leute, wir legen jetzt los mit Lasern. Wir werden einige Materialien testen mit dem S1 mit 40 Watt bzw. 2 Watt Infrarotmodul werden wir auch nochmal testen. Und da gibt es dann die ganzen Werte, die könnt ihr nachlesen auf der Homepage. Das sind aber alles Richtwerte. Ebenso könnt ihr die Speed- und Power-Tests und Schnitttests für den S1 könnt ihr kostenlos auf meiner Homepage downloaden. Wie gesagt, alles Richtwerte. Aber macht's, ich kann es euch nur empfehlen, macht Speed- und Power-Tests einfach auf den Materialien. Da kommt es ja viel schneller klar und ihr wisst, welche Geschwindigkeiten ihr einstellen müsst. Wo ist der Link? Kommt immer wieder diese Frage. Deshalb noch einmal, der Link ist unten in der Videobeschreibung unter dem Video und da könnt ihr irgendwo diesen Link finden. Draufklicken, kommt ihr auf die Homepage und dort könnt ihr die ganzen Dateien kostenlos downloaden. Ich würde sagen, wir legen los mit Laser.
Ich habe jetzt mal Creative Space geöffnet und habe mein Logo schon mal reingezogen in die Oberfläche. Um einen Kurvenverlauf, eine Messung vorzunehmen, müssen wir erstmal hier oben wechseln, und zwar auf den Kurvenverlauf. So, jetzt passiert erstmal gar nichts. Jetzt müsst ihr auf die Kurvenmessung gehen. Jetzt öffnet sich ein Fenster. Jetzt könnt ihr hier verschiedene Sachen einstellen. Wir müssen im Endeffekt nur 2 Sachen hier einstellen. Und zwar, wir können mit dem Laser links und rechts rumfahren im Endeffekt. Das ist kein Problem. Aber wir machen das Ganze jetzt per Hand. Wir schieben jetzt das Laserkreuz an die Stelle, wo wir das Ganze haben wollen. Und dann geht es hier auf die Markierung. Also auf diese Markierung setzt es. Jetzt macht der Laser 1 und er fährt jetzt an die Stelle hin, misst das Ganze, setzt den Messstab dann zurück und dann müssen wir den zweiten Punkt einfach einstellen. Jetzt schiebt sie den Laser an die Stelle auf die andere Seite, hoppala, rechts unten, jetzt bin ich gerade an den Sensor gekommen, rechts an die Stelle, unten hin, wo ihr das Ganze haben wollt, also auf dieses Werkstück, da machen wir jetzt einen Kasten dann drauf. Also ich mache den jetzt auch circa auf diese Höhe hier und drücke die ganze Markierung noch einmal. Jetzt misst er an dieser Stelle noch einmal und wenn er das gemacht hat, können wir hier auf Nächstes gehen und jetzt seht ihr hier ein neues Fenster und jetzt können wir die Messdichte einstellen. Umso mehr Messpunkte ihr habt, umso genauer wird es. Also ich sage jetzt mal bei der Größe 5 auf 6 Spalten, ja, sollte eigentlich reichen. Mal schauen, was passiert, wenn wir 7 eingeben. Ihr seht, wir haben mehr Messpunkte und ja, ich denke mal, für die Größe reicht es definitiv. Und jetzt drücken wir hier auf Start der Messung und jetzt fährt der Laser alle Punkte ab, wie ihr gerade sehen könnt und misst das Ganze. Das dauert ein paar Minütchen und wir sehen uns gleich wieder. Jetzt öffnet sich ein neues Fenster, wenn wir fertig sind mit der Messung. Ihr seht jetzt das 3D-Gitternetz, was die Software oder der Laser erstellt hat. Dann können wir natürlich jetzt drehen, wie wir wollen. Wir sehen jetzt hier einen gelben Bereich, das ist so an der kritischen Stelle, sagen wir mal so, wo der Laser noch lasern kann. Aber es sollte noch funktionieren. Sobald es rot ist, wird es gefährlicher. Aber wir werden es jetzt einfach mal auch mit dem gelben probieren. Wir werden jetzt überhaupt mal sehen, wie wir das Logo reinziehen können. So, erledigt, können wir jetzt erstmal klicken. Jetzt seht ihr schon, sitzt fast an der richtigen Stelle. Wow. Also das Logo kann natürlich überall sitzen. Das schiebt es jetzt einfach dorthin, wo ihr euch das Ganze wünscht. Ihr könnt das Ganze noch anpassen von der Größe. Wir haben jetzt diesen Bereich definiert. Jetzt fahren wir in den gelben Bereich rein, aber wir wollen es jetzt einfach mal probieren, ob es richtig funktioniert und was passiert, wenn wir im gelben Bereich sind. Jetzt wollen wir einfach das Logo mal so in diese Richtung reinziehen. Und gut, jetzt klicken wir auf die Oberfläche und können jetzt nochmal kontrollieren. Und zwar, wenn wir jetzt in die Vorschau reingehen, können wir das Ganze kontrollieren. Und wenn wir da jetzt auf dieses Bild hier klicken, hier unten, dann könnt ihr sehen, wie das Ganze drauf graviert wird. Also könnt ihr drehen, wie ihr wollt. Jetzt seht ihr im gelben Bereich. Wir wollen es jetzt aber trotzdem probieren, ob es einfach noch funktioniert. Also normalerweise sollte dann das Ganze nicht rot sein und nicht gelb sein. Das sollte dann passend einfach sein, aber wir wollen es jetzt einfach mal probieren. Hier können wir noch die Ebenmäßigkeit einstellen und die Spannung. Gut, ich lasse es jetzt auf Standardwerte und das machen wir erledigt. Und jetzt stellen wir noch unsere Werte ein für dieses Logo. Was nehme ich denn da? 50, 30. Probieren wir einfach mal so mit 100er Linien und dann brauchen wir nur noch auf Bearbeiten gehen, Vorschau und wir können loslegen. Boah, ich finde diese Kurvenfunktion, diese 3D-Funktion einfach gigantisch. Ich kann ja sowas nicht in den Rotari einspannen und ich kann gewölbte Oberflächen, ob sie jetzt konkav oder konvex sind, kann ich einfach lasern und das finde ich geil. Aber Leute, ich habe einen Fehler gemacht und der darf euch nicht passieren. Ich zeige es euch jetzt und ich sage euch, was ich für einen Fehler gemacht habe.
So schaut das Ganze aus. Jetzt habe ich natürlich einen Fehler gemacht. Ich habe das nicht gewusst, deshalb sage ich es euch. Und zwar, bei dieser Kurvenfunktion schaltet die Software automatisch auf 30 mm pro Sekunde runter. Deshalb hatte ich, vielleicht haben es die anderen auch gemerkt, viel zu viel Leistung drauf. Das ist ja Wahnsinn. Und ihr seht die Bergspitzen, ich habe da nochmal abgebrochen. Die Bergspitzen, die sind ja fast einen Zentimeter tief drin. Also das ist brutal, was da reingebrannt hat. Ich bin dann runter auf 10% Leistung, aber selbst die 10% waren definitiv zu viel. Ihr seht, es ist richtig heftig eigentlich. Aber okay, gut, es ist jetzt rausgekommen. Es geht ja um die Funktion, die funktioniert super. Oh mein Gott, ich könnte noch Stunden weiter lasern. Es macht richtig Spaß. Ich habe hier aber mal die ganzen Sachen aufgebaut, was wir gelasert haben. Infrarotlaser 2 Watt und 40 Watt. Das wollen wir uns natürlich mal anschauen, was gut daran ist, was nicht so gut daran ist. Und natürlich sage ich euch am Schluss des Videos noch, was ich von diesem Laser halte, was mir gut gefällt und was mir nicht so gut gefällt. Also erstmal das hier. Fangen wir auf der 40 Watt Seite einfach an mit einem 4 mm Pappelsperrholz. Dieser Test ist für 4 bis 8 mm ausgelegt. Den könnt ihr euch nochmal erwähnt, gern kostenlos auf der Homepage downloaden. Alle Tests, die ich habe, da sind einige drauf. Schaut einfach mal und den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. So ist es, genau. Also da ist auch kein Problem. Ihr müsst nur in Sackrisch aufpassen, deshalb macht es einfach diese Tests. Und zwar haben wir da ein bisschen Probleme mit den Schmauchspuren. Da müsst ihr die richtige Geschwindigkeit finden einfach und deshalb auch diese Tests. 10 mm Schnitttest, da haben wir dann mehr Schmauchspuren, da ist ganz klar, weil da ist er ja nicht durchgegangen, der Laser. Aber jetzt drehen wir es mal um, jetzt seht ihr schon, wenn wir hier mit 100% und zu langsam fahren, dann fängt es hier unten an zu kokeln. Also passt da sakrisch auf, lasst den Laser, wie auch schon erwähnt, niemals unbeaufsichtigt und bleibt immer dabei, auch bei diesen Tests hier. 19 mm Fichte, ich finde es persönlich totaler Schwachsinn, sowas zu schneiden, aber gut, wer will, das geht auch, aber ich muss sagen, passt da richtig auf. Die 1er Geschwindigkeit ist schon ein bisschen langsam, da fängt es schon ein bisschen an zu kokeln hier hinten. Also ihr habt es schon gesehen, es hat nicht gebrannt, aber es hat gekokelt und naja, also es funktioniert, aber dann niemals mit der Geschwindigkeit 1 vielleicht, sondern eher dann so 2, so in die Richtung da hinten, 90–95%. Ich würde nie so hoch fahren. Ihr seht, überhaupt kein Problem. Da müsst ihr einfach mal ein bisschen auch die Einstellung finden. Einfach diesen Speed- und Power-Test auf den ganzen Materialien anwenden. Also normalerweise ist es ja so, dass man mit einem Diodenlaser Alu nicht wirklich beschriften kann oder nur Edelstahl direkt markieren kann. Es ist kein Gravieren, es ist Markieren. Und mit diesem Trick, mit diesem Folienspray funktioniert es ganz gut. Ich habe da schon mal ein Video drüber gemacht. Könnt ihr gerne auch nochmal da oben schauen. Da werde ich das Video nochmal verlinken. Schaut da mal drauf. Funktioniert echt top. Edelstahl direkt ist überhaupt kein Problem und ich habe auch einen Speed- und Power-Test zum Downloaden, wo man Farbe machen kann. Also ihr seht, wir haben hier, seht ihr das überhaupt? Wir haben hier Farben, können wir lasern. Da müsst ihr einfach noch mal ein bisschen selber an diesem Test ein bisschen rumspielen. Also ich habe es jetzt mal so eingestellt gehabt, diesen könnt ihr downloaden, direkt auf Edelstahl, farbig. Das ist mit Anlauffarben, hat es zu tun und es funktioniert, aber natürlich geht dieser Test noch deutlich besser. Alu direkt, das ist so eine Alu-Visitenkarte, eloxiert, das ist überhaupt kein Problem zu gravieren oder zu beschriften. Das ist gar kein Stress. Dieser Flaschenöffner kommt auch mal richtig cool rüber, finde ich. Und ich muss sagen, die Genauigkeit oder die Detailgenauigkeit finde ich echt noch richtig top. Ach ja, hier war dieses Edelstahl direkt. Das ist ein Edelstahl-Anhänger und den kann man auch, wie gesagt, direkt machen. Da müsst ihr einfach die Einstellung finden. Aber die Detailgenauigkeit, ich weiß nicht, ihr könnt es, glaube ich, gar nicht so richtig erkennen im Bild, aber es sind so feine Details da drin in diesem Ornament, ist richtig cool. Und ihr müsst doch mal zugeben, da schaut da mal sowas von geil einfach aus. Das sind 7 Schichten Holz, die man dann zu diesem Bild zusammenklebt. Natürlich vorher noch lasieren oder bemalen das Holz und dann kommt es so raus. Richtig geil. Solche Dateien kann ich euch unten gerne mal verlinken. Das ist nämlich der Erik, den Etsy-Shop verlinke ich euch unten mal. Dort habe ich diese Bilder auch her. Der freut sich und der macht richtig cooles Zeug. Ich werde es euch unten verlinken. Schaut da einfach mal drauf, wen solche Bilder hier interessieren. Aber seid doch mal ehrlich oder schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Schaut doch mal richtig geil aus, oder?
Kommen wir mal auf die Infrarotseite, das heißt 2 Watt Infrarotlaser. Mit dem Infrarotlaser können wir Sachen gravieren und markieren, was ein Diodenlaser einfach nicht kann. Sprich Metall, Plastik, Steine. Gut, fangen wir einfach mal bei dem Alu an. Wir haben hier Alu direkt gelasert und zwar mit 240 Linien. Und ihr seht, wir können hier von schwarz hier unten bis weiß ins Alu rein. Direkt, das ist Alu blank. Können wir direkt gravieren und es ist schon graviert, weil wir spüren hier richtig was. Also wenn man hier drüber kratzt, hört man es? Genau, dann ist so richtig, ja, wie graviert im Endeffekt. Wenn ich das Ganze jetzt noch in höheren Linien einstelle, erhalte ich auf Stahlblech noch bessere Farben. Das heißt, ich gehe jetzt, das war jetzt hier mit Linien 100 und wenn ich jetzt auf 240 wechsle, dann kriege ich schon ganz andere Farben hin. Ihr seht, das ist auch Stahlblech, ganz normal und ihr seht diese Farben von ja, so ein bisschen hellgelblich bis richtig schwarz, was ich dann hier drauf auf dieses Stahlblech wirklich gravieren und markieren kann. Kunststoff ist auch kein Problem, hier mit Linien 200, dieses Speed and Power Test hier von richtig schön, ja ich sage jetzt mal hell bis ins Schwarze rein, kann ich auf Kunststoff das Ganze drauf gravieren. Und ihr seht es gerade, dieses Netzteil, dieses weiße Netzteil, das ist fast wie original, kann man fast sagen. Wenn man sich jetzt mal schwarzes Acryl anschaut, ganz genauso, wir können hier auch verschiedene Farben erreichen. Ist richtig cool, aber man muss natürlich ein bisschen rumspielen, weil eine Schrift wird immer noch anders gelasert als solche Kästchen hier. Also da müsst ihr ein bisschen rumspielen mit euren Einstellungen. Erstmal einen Speed- und Power-Test drauf machen und dann einfach mal mit den Werten rumspielen. Und dann kommt ihr auf solche tollen Ergebnisse. Das ist direkt auf Acryl drauf gelasert. Ich kann sogar entrosten, aber natürlich ist es jetzt nur einmal drüber gefahren. Umso mehr ich da drüber fahre, also 2, 3 Durchgänge, umso sauberer wird es. Das war jetzt nur ein Durchgang und ich kann hier wirklich dieses Stahlblech richtig schön entrosten, dieses verchromte. Das kommt auch richtig cool, da kann jeder sein Werkzeug hier markieren, damit es keiner mehr klauen kann. Ja, ich weiß, man kann auch mit einem Diodenlaser, einem normalen 40 Watt, kann man auch drauf gravieren. Aber schaut euch mal einfach diese Qualität an mit diesem Infrarotlaser auf dem Schiefer. Es kommt doch mal sowas von top raus. Ich sehe da jedes kleine Härchen. Live kommt es noch mal viel besser raus. Wie ich das gemacht habe, das findet ihr auf der Homepage. Und also die Einstellungen und das Ganze, das seht ihr auf der Homepage. Aber was sagt ihr dazu? Ich finde es echt mega. Oft kommt die Frage, muss ich meinen Laser reinigen? Ja, natürlich müsst ihr euren Laser reinigen. Wir haben hier Staub, wir haben hier Dreck, wir haben hier Asche, wir haben Ruß und alles Mögliche da drin, was da durch die Absaugung hier abgesaugt wird oder Abluftventilator abgesaugt wird. Und den müsst ihr natürlich mal reinigen. Von innen vielleicht mal ein bisschen rauspusten, ausbauen, hinten öffnen und das Ganze säubern. Das ist ganz klar. Ebenso kontrolliert öfters mal die Linse. Ihr habt zwar 2 Ersatzlinsen mit dabei, aber ihr müsst natürlich nicht jedes Mal tauschen, sondern ihr könnt das Ganze einfach nochmal mit Isopropanol reinigen und öfters mal kontrollieren, weil sonst verliert ihr Laserleistung. Also, und natürlich, das war kein Leim, sondern das ist einfach Fett für die Schienen, für diese Laufrollen. Da könnt ihr ab und zu mal ein Tröpfchen drauf tun und dass es wieder schön sanft und ruhig läuft. Habe ich noch was vergessen? Natürlich, Mensch, das Fazit fehlt und das bekommt ihr jetzt. Fangen wir mit den Vorteilen einfach an. Aktuell ist es eins der sichersten Systeme auf dem Markt in seiner Preisklasse und natürlich in der Klasse Diodenlaser. Wie gesagt, wir haben hier ein geschlossenes System. Der Rauchabzug funktioniert echt top. Bei mir in Verbindung mit diesem Abluftfilter, den ich noch von Xtool habe, echt mega. Wir haben hier ein Laserschutzglas verbaut, wir haben eine tolle Beleuchtung hier drin, wir haben verdammt viele Sicherheitsfeatures und das gefällt mir echt alles sehr, sehr gut. Wir haben hier so einige Features verbaut, die andere Laser einfach nicht können, wie zum Beispiel dieses 3D-Gravur, diese gekrümmte Oberflächengravur, finde ich richtig cool, weil da sind jetzt Möglichkeiten offen, die man vorher einfach nicht hatte. Die Software Creative Space ist leider jetzt nicht so mächtig wie, ich sage jetzt mal, Lightburn. Lightburn ist einfach ein mächtiges Programm, wo man richtig viel machen kann. Aber man kann in diesem Creative Space auch einiges machen. Gefällt mir auch ganz gut. Natürlich halt eher so ein bisschen abgespeckte Variante wie das Lightburn. Aber man kommt dafür auch sehr, sehr einfach mit dieser Software klar. Natürlich gibt es auch ein paar Nachteile, die ich persönlich einfach so sehe. Das sind Nice-to-have-Sachen teilweise. Zum Beispiel
um den Laserkopf zu verschieben. Ihr wisst es ja, ich kann das ja per Hand alles schön verschieben und der Laser, der wird ja dann per Software einfach erkannt, wo er steht. Gerade zur 2-Punkt-Positionierung ist es echt top. Aber mir fehlt irgendwo an der Seite, ich muss es immer irgendwo am Laserkopf anfassen, um das zu verschieben. Mir fehlt da so ein kleines Griffchen, vielleicht baue ich mir das selber noch mal hin, aber es wäre nice to have, wenn es jetzt aktuell schon drin wäre, so ein kleines Griffchen, wo man den Laser so ein bisschen besser hin und her schieben kann. Ebenso nice to have wäre eigentlich eine Kamera, die da drin verbaut wäre. Aber ich sage jetzt mal, diese Kamera muss man nicht unbedingt haben, denn das mit dieser 2-Punkt-Positionierung, das hat richtig gut mit diesem Laserkreuz einfach funktioniert. Ich schiebe das da hin, aber auch runde Sachen funktionieren, weil das Laserkreuz ist echt richtig groß und dann schiebe ich das Ganze hin und es funktioniert. Ich hätte es nicht gedacht, dass es so gut und so genau funktioniert. Ihr habt es ja auf diesen kleinen runden Sachen gesehen. Es hat super funktioniert. Ich habe das richtig gut positionieren können. Aber natürlich ist es immer schöner, wenn man noch eine Kamera hätte. Aber das ist wirklich einfach nur nice to have. Des Weiteren ist mir so ein bisschen aufgefallen, ihr müsst mit diesen Einstellungen gerade beim Schneiden ein bisschen rumspielen. Ihr müsst diese Power-Tests machen, denn mir ist aufgefallen, dass ich jetzt, wenn ich die falsche Einstellung habe, der Air Assist, der funktioniert zwar sehr, sehr gut und auch dieser Automatikmodus funktioniert sehr gut, den ihr dann auch noch in der Software einstellen könnt. Das funktioniert echt top. Also beim Schneiden gibt er volle Leistung, beim Gravieren könnt ihr es ausschalten oder wie auch immer. Dieser Automatikmodus funktioniert. Aber, jetzt kommt dieses Aber, wenn ihr da so ein bisschen die falschen Einstellungen habt, dann ist mir aufgefallen, dass ich hier relativ, ich sage jetzt mal auf einer Seite beim Schneiden relativ, ja ich sage jetzt mal, ja Schmauchspuren einfach habe. Wenn es die falsche Einstellung ist. Also ihr müsst euch ein bisschen hinarbeiten darauf hin, dass ihr die richtige Einstellung findet und dann habt ihr auch keine Schmauchspuren. Aber erstmal die Einstellung finden und deshalb immer diese Speed- und Power-Tests machen, damit ihr seht, wo wir am meisten Schmauch einfach haben. Und ich würde euch nochmal alles unten in der Videobeschreibung nochmal verlinken. Schaut da bitte auf diese ganzen Links drauf und schaut vor allem nochmal auf die ganzen Speed- und Power-Tests, die ich euch kostenlos zur Verfügung stelle. Schaut da einfach mal drauf und das findet ihr alles unten in der Videobeschreibung. Ja, er ist ein bisschen staubanfällig, das ist mir auch aufgefallen. Also das Kunststoff, das saugt so ein bisschen Staub hier an. Also ich würde es euch definitiv empfehlen, deckt den Laser einfach ab und dann bleibt er schön sauber. Ist überhaupt kein Stress. Ich kann euch definitiv einen Daumen nach oben zeigen. Für diejenigen, ich sage jetzt mal meine Nachteile, die ich genannt habe, die es nicht stört, da seid ihr echt sehr, sehr gut bedient mit diesem Laser. Jetzt sind wir endlich am Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat es nicht gelangweilt. Lasst doch bitte einen Daumen da, das wäre mein Lohn von euch an mich. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Abonniert die kleine Glocke, dann verpasst ihr auch kein Laser-Video bzw. anderes Video von Gipfelholz. Ich würde sagen, schöne Grüße aus dem Allgäu und bis demnächst. Servus.